Ist sie nicht schön, die kleine Eureka Single Dose Pro? Nicht nur, weil sie grün ist, sondern auch, weil sie so eine typische kleine Eureka Minion ist. Bisschen nach vorne gekippt, Single Dosing eben mit dem Ziel, möglichst den Totraum zu verbessern. Das ist eine Geschichte, die haben wir uns angeschaut und natürlich noch viele weitere. Und die Frage, die über allem schwebt, ist das neue Modell besser als das alte? Was hat sie verbessert und wie schmeckt der Espresso? Viel Spaß beim Video. Ja, das ist ja schon schick, ne, mit dem Grün. Also, das wird unser Urteil nicht beeinflussen. Nein, selbstverständlich nicht. Wie immer haben wir auch diese Mühle gekauft. Michel, aber wir durften eine Farbe wählen. Wir waren ja, es gibt auch ein Video darüber, bei Eureka zu Besuch. Und irgendwie in diesem Gespräch und der Bestellung der ganzen Mühlen, die wir alle gekauft haben, die wir testen wollten, ist dieses Gespräch entstanden, was hättet ihr gerne für eine Farbe? Und Benjamin und ich hatten gesagt, ja, wir hätten gerne Kaffeemachergrün. Genau, und es beißt sich ein bisschen mit dem Tisch. Ja. Aber du, es soll heute nicht um die Farbe gehen, sondern wir haben unser ausführliches Testprotokoll wieder auf diese Mühle losgelassen. Oder um es genauer zu sagen, wir haben Andrea und Gonzalo wieder auf die Mühle losgelassen und haben fleißig getestet. Wir haben den Totraum angeschaut, wir haben die Partikelverteilung angeschaut, wir haben die Lautstärke angeschaut. Und all das werdet ihr jetzt in diesem Video erfahren. Übrigens, wie mittlerweile in mehr als 500 Videos, Michel. Also nicht nur Mühlenvideos, ja, wir sind bei über 500 Videos mittlerweile. Und doch schauen viele von euch auch die Videos und haben unseren Kanal nicht abonniert. Also ihr seid herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren, natürlich das Video zu liken. Und wenn ihr Fragen habt zur Mühle, aber auch wenn ihr Erfahrungen habt, die bitte in die Kommentare zu schreiben, denn das ergänzt natürlich unser Bild, weil wir haben jetzt eine davon angeschaut. Ja, wir haben eine getestet, aber es gibt ja für dieses Modell, wie auch für andere Modelle, teilweise zumindest, gibt es ja Updates. Und ja, wir haben alle getestet. Oh, ich dachte, du hast Schokolade mitgebracht. Ja, ich habe es auch erst gedacht, ob da Schokolade drin ist. Das sind alle diese Black Diamond Mahlscheiben, die es für die Eureka Single Dose als Update gibt. Das werden wir in diesem Video noch nicht detailliert besprechen, was die auslösen, was sich verändert und so. Da haben wir Daten. Das kommt. Was wir schon mal sagen können, ist, es ist spannend. Ja, es ist sehr spannend. Und lass uns doch noch ganz kurz einen Satz mehr verlieren. Nämlich, ich würde sagen, wenn wir heute eine Mühle haben, wie jetzt diese, dann kann eine Mahlscheibe die Mühle komplett verändern. Ja. Mehr als zum Beispiel die Mahlscheibengröße. Ja. Kann der Schliff, die Geometrie das verändern. Das ist wirklich super spannend. Aber Michel, wir wollen heute über die Basisversion sprechen. Und vielleicht machen wir einen ganz kurzen Blick auf das Vormodell. Das haben wir uns angeschaut und die hat vieles ordentlich gemacht. Ja. Die super solide Single-Dosing-Mühle, aber hatte auch ein paar Schwächen. Einerseits war sie dann doch, oder hat sie dann doch für eine Single-Dosing-Mühle relativ viel Totraum. Ja. Und zwar, und da können wir noch eine kleine Korrektur machen zu unseren damaligen Daten. Wir haben da gegeben 0,9 Gramm Totraum, davon sind 0,8 temporär und 0,1 permanent. Wir würden heute höher gehen. Wir würden sagen 1,5. 1,6, 1,7? Ja, total wahrscheinlich 1,6, aber einfach höheren permanenten Totraum. Weil, und das wurde verändert, das können wir schon mal raushauen, der ganze Aufbau in der Mühle, der ist neu. Das hängt unter anderem mit den neuen Mahlscheiben zusammen, aber auch, dass die obere Mahlscheibe zu dem Deckel obendrauf keinen Schlitz mehr hat. Und wir haben diese Zahl damals nicht in den kompletten Totraum mit eingerechnet, weil es eigentlich vorher war, aber da war eigentlich gefüllter Kaffee. Das für alle, die die Mühle zu Hause haben, nehmt zwischendurch mal die obere Mahlscheibe weg, da dazwischen hängt wirklich ein bisschen Kaffee oder mit so einer feinen Pinsel oder so kann man das wirklich gut rauslösen. Oder eine Nadel oder so. Das war eine Geschichte, die war so, ja, semi. Sie war relativ laut oder eher auf der lauteren Seite, ne? Das ist so eine Geschichte. Dann, Michel, hatte sie noch dieses futzelige Mahlgrad-Verstellrad. Also es war schon das Größere. Ja, aber es ist immer noch... Das war immer noch klein. So, es gibt dafür jetzt ein Upgrade, kostet 30 € und das muss man dann vielleicht in dem Ganzen, wenn man dann jetzt die Mühlen nebeneinander sieht, auch betrachten. Die kostet heute 520 € oder so, das Vormodell, plus die 30 vielleicht für das King-Size-Mahlgrad, dann bist du bei 550 und hier sind wir jetzt so bei 650, also 100 € mehr am Start. Und da fragen wir uns natürlich, lohnt sich das? Genau. Fangen wir außen an.
Ja, fangen wir an. Was ist denn passiert? Ich glaube, was ihr alle sofort seht, ist natürlich dieses neue Verstellrad. Und ich glaube, da ist der größte Benefit dran, dass wir Umdrehungen anzeigen können. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Umdrehung mache, kommt das von 0 zu 1 zu 2 und geht weiter. Und ich kann einfach zwischen Filterkaffee und Espresso theoretisch wechseln und sehe das an dieser Anzahl. Und ich habe nicht eine Umdrehung und denke so, wie viele Umdrehungen war das denn jetzt nochmal? Was super nervig ist, wenn ihr wirklich regelmäßig diesen Tausch machen möchtet. Das finde ich ein riesiges Update. Ist ein Riesen-Update und überhaupt das größere Malgrad ja schon mal, ne? Weil das andere war trotzdem klein. Ja. So, und das ist jetzt eine Nummer größer, das ist ein anderes Gefühl und das hat eine ganz konkrete Bedeutung für den Geschmack, weil die Frage ist natürlich, wenn ihr ein Rezept einmal eingestellt habt und woanders hingegangen seid und ihr kommt zurück, findet ihr den Punkt und wir können sagen, viel besser als vorher. Ja. Viel besser, ihr kommt besser auf den Punkt zurück. Ja. Das können wir nicht nur sagen aus dem Brühen mit der Maschine, sondern das ist auch etwas, was wir aus den Partikelverteilungskurven gesehen haben, wenn wir die dann gezogen haben. Vergleich zwischen einmal der Espresso, anderes Gedöns machen, wieder zurückkommen und wir sind wieder da. Ja. Das ist schön. Das macht super viel Spaß. Auch der Bereich, das haben wir ja schon im King Size Wheel Update, was ihr kaufen könnt, gesagt, diese Zahl, durch das, dass wir einfach hier einen größeren Bereich haben, die Größe ist plus minus die gleiche. Das heißt, ihr könnt eine Zahl verändern und seid da bei einigen Sekunden und nicht plötzlich bei einer Zahl bei zwischen 10 und 40 Sekunden Brühzeit. Das ist ja nur angucken und es verändert sich schon was. Ja, also es ist filigraner geworden, das ist eine schöne Veränderung. Sonst im äußeren Aufbau. Was ist mit Blaseweichmilch, Michelle? Was ist mit dem Deckel und so weiter? Also der Deckel ist hochwertiger geworden. Da gab es mal auch ein zwischenzeitlich Update für die normale. Ja, weil, ich sag dir auch also klar, hochwertig auf niedrigem Niveau. Genau. Aber also alle, die die Mühle zu Hause haben, die kennen das, weil wir hatten das in der Akademie sicher 10-mal, dass dieser Rand hier bei der ersten Version war so filigran, der ist wirklich bei fast allen Mühlen von uns, die wir im Einsatz setzen, ist der Rand abgebrochen. Und das ist einfach, ich bin voll bei dir, das ist kein wirklich super hochwertiges Holz, aber jetzt, würde ich sagen, geht es nicht mehr kaputt. Was mich trotzdem noch nervt, also wir haben jetzt echt viele Single-Dosing-Mühlen gesehen, ne? Ja. Dieses hier, wie dass du da reinfriemeln musst, ne? Also wenn du das mal abhast, das finde ich einfach nach wie vor nicht gut gelöst. Also Andrea dreht komplett durch. Andrea macht alle unsere Tests zusammen mit Gonzalo, leitet unsere Home-Barista-Kurse bei uns in der Akademie und er sagt immer wieder, boah, das geht heute einfach einfacher. Ich würde es nicht als minderwertig bezeichnen, sondern einfach etwas kompliziert. Es führt halt nicht so da hinein. Es ist so, du musst es dann wirklich einfriemeln. Ja. Sonst, der ist neu. Der ist neu und das finde ich jetzt, der auch mit der alten Version viel gearbeitet hat, ein riesiges Update. Weil bei der alten, ihr hattet ja diese Metallbase und dann habt ihr den Becher da reingemacht. Und dieser Becher, der stand nie wirklich schön, das war so nichts Halbes, nichts Ganzes, es ging viel daneben. Und jetzt erstens, ich finde, auch wenn dieser Becher ist sehr groß, ich finde aber, durch das es sehr spitz zulaufend ist, ich finde ihn super angenehm zum Kaffee machen. Okay. Fällt es schön in den Siebträger? Es fällt schön in den Siebträger. Du hast immer mal, also du siehst jetzt auch, wir haben vorher ein bisschen geblowt, da war noch ein bisschen Kaffee drin. Aber wenn ich den zusammenklopfe und einmal raushol, dann ist wirklich leer, es klebt nicht, du hast nicht eine super krasse Statik, das können wir auch schon mal sagen. Also ihr braucht bei dieser Mühle nicht unbedingt ein Wasserspray zu nutzen. Ja, das können wir sogar mit Daten belegen. Also wir können sagen, wir haben die gleiche Abweichung zwischen den Bezügen von Bezug zu Bezug. Ja. Wenn wir RDT nutzen, also Wassertröpfchen draufsprühen, wie wenn wir es nicht tun. Ja. Sprich, statische Ladung ist insofern gering. Und es führt, also dadurch würde sie sich ohnehin weniger verteilen, aber durch dieses durch diesen Auffangstutzen verlieren wir noch weniger im Kaffee. Der landet wirklich in dem Dosierbecher. Ne? Ja. Und dann passt der auch noch schön auf den Siebträger. Und größtenteils wirklich, Andrea hat sehr oft, ich dann auch nach seinen Tipps, er hat sehr oft nur mit dem Becher gearbeitet. Das hier hat zwei Funktionen. Erstens ist noch ein bisschen weniger Krümel außenrum, ja. Und es macht die Akustik etwa 2 Dezibel leiser. Ja, das ist natürlich auch nochmal schön. Also wenn ihr da reduzieren wollt und wenn ihr vielleicht einen
Kaffee mit viel Robusta-Anteil oder so, eher eine dunkle Röstung auch malt, dann habt ihr eben doch ein bisschen mehr statische Ladung und dann könnte das Sinn machen. Außerdem, wenn man blowt, Michel, dann hat man immer ja eine Tendenz, dass sich hier ein bisschen auch Wobei eben, durch das, dass der Becher relativ hoch ist und sehr weit vorne angesetzt, du hast wirklich einen großen Anteil, der wirklich im Becher geht. Das wurde gut gebaut. Aber du hast jetzt vorher gesagt, egal mit Wasserspray und ohne, es kommt etwa gleich viel raus. Wie viel kommt denn raus? Wenn ich 18 Gramm hier reinmache, kriege ich 18 Gramm wieder raus? Du kriegst 18 raus, ja. Du kriegst ziemlich kontinuierlich 18 Gramm wieder raus. Wenn du dann Wassertröpfchen nutzt, dann hast du ja immer ein bisschen mehr. Aber sonst bist du bei 17, 9 oder 18, wenn du 18 reingibst. Also das ist wirklich vom Feinsten. Eine Abweichung ist total unaufwendig. Wir sind bei 0,04 in den Abweichungen. Also super in dieser Hinsicht. Aber mein Lieber, sollen wir noch kurz über den Totraum sprechen, der sich ein bisschen anknüpft. Und da muss ich sagen, der hat sich jetzt nicht so stark verbessert. Nein, der permanente, haben wir ja schon gesagt, da ist es besser geworden. Vor allem, weil die obere Mahlscheibe von innen verschraubt ist. Können wir gerade noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was geblieben ist, ist der austauschbare Totraum. Also wir messen ja immer einerseits den kompletten, den totalen Totraum, das, was permanent ist. Permanent ist in unserer Definition alles, was wir rauskratzen müssen, zum Beispiel in einer Schraube, zum Beispiel an den Mitnehmern, zum Beispiel aber auch, was fixiert am Flepper klebt, also dieses teilweise Gummi, teilweise Metallstäbchen, bevor es dann in diesen Schacht einmal nach unten geht. Und das Temporäre, das ist wirklich das, wenn wir die Mühle aufmachen und einfach mit dem Pinselchen ein bisschen das wegmachen und vielleicht umdrehen und ausklopfen, das, was von selbst rausfällt und eigentlich bei der nächsten Malung mit dabei ist. Und da sind wir wie vorher, wir sind vielleicht 0,1, 0,2 weniger, aber wir sind immer noch bei 0,7 Gramm. Ja. Was man ganz klar sagen muss, dazu, ich meine, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, es ist im Vergleich zu einer Mühle mit Bodenbehälter sehr gut. Ne? Ja. Aber das ist ja nicht der Referenzkreis, sondern der Vergleichsrahmen, das sind ja eben Single-Dosing-Mühlen. Und da hat eine Varia V6 auch so ungefähr genau diese Größe, aber die meisten oder sehr viele sehr gute Single-Dosing-Mühlen, die dann auch im Single-Dosing mal Totraum gut performen, die haben 0,2, 0,3, 0,4. Das heißt, das ist nicht gut. Da hätte ich mir persönlich auf jeden Fall noch mehr Schritte gewünscht. Ne? Ja. Und du kannst auch blowen, wie du willst. Du kannst auch hier, der Hersteller hat dann gesagt, ja, ihr müsst das Ding da reinschieben, haben wir gemacht. Das wird dann nochmal 0,1 Gramm besser, aber... Genau, also das können wir auf jeden Fall als Tipp mitgeben, wenn ihr so 0,1, 0,2, vielleicht im besten Fall 0,3 reduzieren möchtet, ist auch die Anleitung von Eureka, dass ihr eigentlich den Kaffee reinmacht, den Schieber einmal auf, Kaffee durchmahlen lässt, Schieber zu, wirklich zudrücken, Mühle laufen lassen und dann während des Laufens, es braucht so 3, 4, je nachdem 5 Mal und dann hört man auch dieses Wuh, dann kommt noch mal ein bisschen und dann sind es halt trotzdem noch etwa 0,7, die dann drin bleiben. Das heißt einfach für euch, ich mache das zu Hause einfach als Standard immer, ich nehme immer so 3, 4 Böhnchen, die ich einmal durchmale. Ich würde mal sagen, dann ist man etwa bei 0,7, so 0,1 bis 0,2 pro Kaffeebohne, je nachdem, was es halt für ein Kaffee ist. Und dann habt ihr das durch und dann nehmt ihr euren frischen Kaffee. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, 0,7 auf 19 Gramm. Ja, es kommt immer wieder darauf an, wie oft trinkt er jetzt einen Kaffee und so weiter, wie lange ist er da drin. Ja. So, das ist, ja, würde ich sagen, gehört in die Kategorie eher nicht so gut. Ja. An anderen Stellen haben sie aber interessante Schritte gemacht. Was mir sehr gut gefällt, nach wie vor bei der Mühle und was ich schon, das finde ich, darf man echt nicht unterschätzen, die ist sehr schnell. Ja. Also nach wie vor, sie war schon schnell, sie ist noch schnell. Sie hat einfach für so eine kleine Single-Dosing-Mühle eine erstaunliche Geschwindigkeit. Wir malen da in 10 Sekunden fast 28 Gramm. Ja, das ist wirklich viel. Also ihr habt eine super schnelle Mahlzeit, das macht das Ganze sehr einfach. Sie ist mit diesem Aufbau vorne mit etwas mehr als 80 Dezibel oder 81 Dezibel, ist sie auch wirklich nicht laut. Also Nein, es ist so, ist gar nicht laut. Ja. Also ist fast schon in der besten oder fast in der besten Kategorie mit unter 80. Unter 80 würden wir sie entsprechend noch mal besser bewerten. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist so, wenn die Mühle ich habe das immer mal wieder, ich bin ja absoluter Freund von Kaffeemaschinen nicht in der Küche. Gibt es ja in verschiedensten Videos, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber wenn ihr ein Möbel habt, was vielleicht nicht ganz so massiv gebaut ist, nenne ich es jetzt mal, dann habt ihr einfach durch das, dass die Mühle doch schon
Also die hat schon Vibrationen. Hey, also ich meine, wenn du so schnell malst, das ist ja immer der Fall. Ne? Mit einer schnellen Mühle hast du tendenziell mehr Lautstärke. Und das müssen wir jetzt eigentlich so sehen. Also, aber es ist so ein Vibrieren auf die Platte. Und ich merke das zum Beispiel, wenn du jetzt ich war am Wochenende zu Gast bei jemandem, der hatte die alte Version auf einer Steinplatte. Da hörst du sie überhaupt nicht. Hast du sie aber auf einem separaten Möbel oder so, was vielleicht eben nicht ganz so, dann wirkt es dann wieder lauter. Das auf jeden Fall. Fast gleich geblieben ist, Michel, ist der Temperaturanstieg. Wenn wir 5 Bezüge machen, alle 20 Sekunden malen, dann steigen wir, aber wir bleiben beim Durchschnitt an 32 Grad. Ja. So. Und das ist völlig irrelevant für den Geschmack, solange wir da nicht über 38, 39, 40 Grad gehen. Und damit mit der Geschwindigkeit finde ich das beachtlich. Die malt dann da relativ schnell. Du könntest diese Mühle also auch unter Frequenz, weiß ich auch nicht, wenn man mal unterwegs ist, Catering macht oder auch mal mehrere verschiedene Kaffees hintereinander brühen will. Das geht, ohne dass wir jetzt hier einen starken Aufheizeffekt haben, obwohl die Mühle sehr kompakt gebaut ist. Ne? Wir haben das bei einigen kompakt gebauten Mühlen gesehen, dass da die Temperatur dann deutlich stärker hochgestiegen ist. Ich sag mal, zu Riga zum Beispiel. Ja. Typisches Beispiel, wirklich hochgeschossen. Und hier muss man sich in jedem Fall keine Sorgen machen, dass es da irgendwelche Folgen für den Geschmack gibt. Der übrigens spannend ist anzuschauen. Sollen wir einen Espresso trinken? Ja, ich wollte auch gerade sagen, apropos Geschmack, können wir mal einen Kaffee trinken? Was mir sehr gut gefällt, ist die wirklich total ausgeprägte dunkle Schokolade. Also richtig, richtig krass. Also ich bin gerade voll kalibriert. Wir sind kurz nach Ostern. Ich habe nur 80% plus Osterhasen gegessen. Wirklich? Ja. Aber bei mir war es auch mal Milchschokolade, muss ich offen zugeben. Und das ist totale dunkle Schokolade. Ja, und trotzdem eine schöne Klarheit in dieses Marzipanige rein, begleitet von einer schönen Süße, mit einem kakaoigen Abgang, der aber eine schöne Bitterkeit ist, die mir nicht das Gefühl gibt, dass ich jetzt nachher nachspülen muss. Körper ist mittel, sehr weich, cremig, super schön seidig in der Textur. Wirklich ein sehr guter Espresso. Wirklich ein sehr guter Espresso. Ich habe den gebrüht mit 19 Gramm in unserem Kaffeemacher 7 mit 43 Gramm Out in 26 Sekunden. Also 1 zu 2,3 plus minus. Sehr lecker. Und das muss man ganz klar sagen. Da ist viel passiert. Ist das nicht spannend? Wir gucken jetzt die Mühle an und sagen, ja mein Gott. Neues Rädchen dran, neuer Becher. Lasst es sein, müsst ihr nicht kaufen. Ich weiß auch nicht, ob es, wenn man die alte schon hat, es ist eine gute Mühle, also gar kein Thema, aber wenn ihr jetzt, der Kaffee ist geil. Ja, aber also, es ist eine andere Partikelverteilung. Ja. Wir sind im Prinzip mit den Standardmahlscheiben jetzt unterwegs. Wir reden also jetzt nicht über diese ganzen anderen Varianten, sondern über die klassischen darin verbauten Mahlscheiben. Ja. Und wenn wir diese jetzt vergleichen mit dem Ergebnis der vorigen Single Dose, dann sind das andere Mahlscheiben, also nicht nur optisch, das wird man dann auch sehen, zumindest die eine Seite, aber vor allem auch in den Ergebnissen. Ja. Es sind andere Mahlscheiben und ich finde das unglaublich spannend, also weil es bleibt nicht viel mehr als zu interpretieren, dass das mit diesen Schraubenöffnungen zu tun hat. Ja, weil es grundsätzlich der gleiche Aufbau, Sie haben ja einen sehr nahen Partner, das ist Italo oder Itamil, die Mahlscheiben für Eureka produzieren, ist ein Teil des Unternehmens. Ja, ja. Da ist echt viel reingeflossen, weil... Ja, also Sie haben einfach die Löcher weggemacht. Ja, aber das... Ja, also viel reingeflossen. Ja, also auf der einen Seite von oben haben wir jetzt keine Löcher mehr in der Mahlscheibe. Und ich finde das, ich will es einfach mal sagen, also erstmal frage ich dich gleich, wie oft hast du schon Mahlscheiben überhaupt gesehen ohne Löcher? Das ist die eine Geschichte. Ja. Und auf der anderen Seite,
ist es nicht erstaunlich, wie wenig wir, aber auch andere über Löcher in Mahlscheiben sprechen? Weißt du, da kriegen alle die Krise, wenn sie irgendwo eine kleine Kante abhaben an ihrer Mahlscheibe. Ja, oder wenn die Mahlscheiben nicht 100% allein sind. Aber das finde ich ist nochmal ein anderer Bereich, Alignment, als jetzt eine Kante ab. Aber da sind einfach Löcher drin. Und kann mir keiner erzählen, dass an den Löchern da vernünftig geschnitten wird. Da wird immer gerieben, immer abgebrochen und so weiter. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Partikelverteilung. Und die sehen wir massiv. Ja. Und noch kurz nochmal 3 Gänge zurück. Ja. Okay. Kannst du noch einen Espresso machen gerade? Ja, ich mache nachher nochmal einen. Aber was gemacht wurde, ist oben, die obere Mahlscheibe bei der Eureka ist ja fixiert, die bewegt sich ja nicht. Wir bewegen, wenn wir den Mahlgrad verändern, ja eigentlich im Inneren des Motors den Weg nach oben, wo wir dann die untere Mahlscheibe an den oberen Bereich kommen. Um bei der unteren Mahlscheibe die Schrauben wegzudenken, ist im Moment, weil wir auch die Konstruktion der Mühle gesehen haben und vor allem das Alignment, ist im Moment also im Moment können Sie es nicht, muss mir ganz klar sagen. Die obere Mahlscheibe, jetzt hier als Beispiel, das sind die All-Purpose-Mahlscheiben, die hat jetzt keine Schrauben mehr, beziehungsweise ist die einfach von hinten verschraubt. Und das ist ja kein Hexenwerk. Also nur diese Veränderung hat das Hauptpeak um 80 schmaler gemacht, 80 Mikron. Also wir haben ja immer diese Messungen, das seht ihr auch. Wir haben einmal der X50-Wert, das ist der Mittelwert aller Partikel, dann haben wir den Feinstanteil. Und was wir mittlerweile nach bald 80 Mühlen genau wissen, ist, je schmaler dieses Hauptpeak, desto mehr hat das einen wirklich signifikanten Einfluss auf unseren Geschmack. Und wir wissen, dass bei den neuesten Partikelproben durch den Abpass, wir nehmen dann immer den gleichen Kaffee, dass das etwas schmaler im Grundsatz geworden ist, aber es sind immer noch 80. Ja, also es ist signifikant. Ja, ich würde sagen, es sind nicht 80, vielleicht sind es dann nur 60. Genau. Das wollte ich dazu sagen. Weil wir haben damals, das war die andere Ernte vom Abpass und so weiter, ansonsten sind alle Parameter gleich. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, auch wie war das bei den anderen Kurven, die wir angeschaut haben, bei den anderen Mühlen und bei den vorigen Mühlen, und wir haben auch Vergleichstests gemacht, lass uns über 20 Mikron nicht streiten, vielleicht sind es 80, aber das ist aus meiner Sicht hier gar nicht der richtige oder der wichtige Wert. Du redest ja von der Breite des Hauptpeaks. Ja. Da sind wir deutlich schmaler geworden. Wir sind vor allem auch schmaler geworden, weil sich insgesamt der Anteil der Partikel verkleinert hat. Ja. Das heißt, wir gehen deutlich weiter nach links. Also wir müssen weiter nach links gehen, um überhaupt noch fein genug zu sein. Behalten aber dieses wunderschöne schmale Hauptpeak, haben dann einen höheren Feinanteil, das ist normal, wir müssen mehr Widerstand bilden. Es ist eine andere Kurve und es ist ein anderer Geschmack. Und es ist aus meiner Sicht aber genau in diesem Sweet-Bereich. Es ist interessanterweise verwandt geschmacklich mit einer anderen Mühle, die wir immer wieder getestet haben. Also sowohl was den Geschmack angeht, als auch was wir jetzt so erleben oder sehen dann in den Kurven DF64, sind ganz ähnlich, Michel. Und das ist ein sehr interessantes Feld, sowohl was den Feinanteil angeht, als auch die Breite des Hauptpeaks, als auch den Medianwert. Und das finde ich so interessant und ich würde mir so sehr wünschen, das einfach jetzt mal messen zu dürfen. Was wäre passiert, wenn man die Löcher auch nach unten weggenommen hat? Aber wir sehen hier ganz deutlich, wir haben deutlich weniger Streuung. Wir sind viel schmaler geworden und das tut dem Kaffee extrem gut. Ja. Der war vorher schon gut, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Level mit den Standardmahlscheiben. Ja. Und da hättet ihr noch Update-Möglichkeiten, da kommen wir dann detailliert dazu, was das ausmacht, aber das ist echt mega lecker. Ja. Es ist wirklich mega lecker. Ja. Und andererseits ist es überhaupt nicht überraschend. Nein, natürlich nicht. Es ist eigentlich so ein No-Brainer, dass es erstaunlich ist, wie wenig wir das antreffen. Ja. Und ich denke, das ist eine der Entwicklungen, die wir sehen werden. Also da hat der Mühlenmarkt Raum, sich zu entwickeln, wenn er von hinten schraubt. Und ja, das können wir jetzt hier einerseits belegen durch unsere Daten und auf der anderen Seite können wir es geschmacklich belegen. Und es hat sich gelohnt. Also das ist lohnenswert. Ja. Du sagst es schon richtig, aber das ist eine Fazitanalyse. Lohnt es sich jetzt deswegen eine andere Maschine oder eine andere Mühle zu kaufen? Das andere ist auch eine solide Mühle und wir haben ja schon gesagt, sonst kann man immer noch auch mit Mahlscheiben experimentieren. Ja. Aber das ist hier jetzt dann eine andere Mühle. Ja. Und ich würde sagen, so wie sie jetzt vorliegt, durchaus vor allem auch für Specialty, High Specialty super interessant. Also
Ja, da performt sie gut in dem Raster, während die andere mehr so eine super breite Ausrichtung hatte. Hat sie immer noch, kann sie glaube ich immer noch, aber ich glaube, es ist auch interessant für sehr viel komplexere Kaffees jetzt. Ja. Und es wird nochmal spannender dann mit den Mahlscheiben. Ja, genau. Das ist ein anderes Thema, ein anderes Video. Wir haben auch noch ein paar Sachen zu besprechen, wenn ich so auf meine Daten gucke. Ich würde nämlich noch gerne von dir wissen, wie fühlt sich denn die Bedienung im Allgemeinen an? Ich finde die Bedienung gut. Ich finde sie leicht besser geworden, natürlich durch das Rädchen, natürlich durch den Becher. Ich bin da aber voll bei dir und Andrea, dass das hier könnte einfach nochmal einen Schritt ertragen. Wäre jetzt auch easy änderbar. Ich meine, das kann man ja wegnehmen. Also da haben sie wahrscheinlich noch 3 Millionen Stück an Lager und dann wäre das eine Umstellung. Ansonsten, ich finde es eine sehr gut bedienbare Mühle. Am Schluss ist eine Single-Los, also Schalter an, Schalter ab. Der Schalter könnte ein bisschen größer sein, da könnte man jetzt nicht drüber diskutieren. Aber schöne Bedienung. Micho, du bist dafür bekannt, dass Geschmack schon noch wichtig ist und so weiter. Aber das Wichtigste für dich persönlich ist ja die Reinigungsfähigkeit einer Mühle. Ja, also es ist einfach. Gibt nur leckeren Kaffee, wenn ich sie regelmäßig putze. Also, Hey, wir verstehen das schon. Genau, und das hat sich jetzt natürlich verändert. Also da muss man einfach sagen, ich bin ja absoluter Fan von diesem neuen Rädchen und alles gut, aber es ist fast unmöglich, an die Mahlkammer ranzukommen, ohne den Mahlgrad zu verstellen. Theoretisch gesehen könntet ihr das Rädchen auch lösen und dann die Schraube lösen und dann alles wegmachen. Diese versenkbaren Schrauben sind aber im Innern dann mit Kunststoff verbunden, wo ich etwas skeptisch wäre, was die Langlebigkeit anbelangt. Ich glaube, ich würde dann einfach halt, wenn ich die Mühle alle, ich sage jetzt mal 2 bis 3 Monate, je nachdem, ob ihr hell oder dunkel, Reinigung schon alle 2 Wochen mit einem Pulver oder mit einem Mühlenreiniger. Aber wenn ich sie aufmache, dann bedingt das, dann ist das Ergebnis in den Mahlgrad verstellt und dann würde ich sie einfach nochmal neu kalibrieren, dass sie den Schleifpunkt dann, wenn die Mahlscheiben aufeinander kommen, wieder bei 0 und 0 haben und dann sind wir wieder da. Ansonsten ist es einfach wieder ein neuer Mahlgrad. Das ist schlechter als vorher. Darum würde ich da eher ein Mittel bewerten als gut. Danke, dass du das noch ausführst. Ist das alles, was du zu diesem Thema sagen möchtest? Ja, zum Thema Ich hatte Reinigung. ein längeres Kapitel geplant, aber Aha. Nein, eigentlich ist einfach, war es vorher besser, aber ich finde den Mehrwert des Rädchen doch höher als des Reinigungs. Ja, ihr verstellt den Mahlgrad. Okay. das war die Reinigung. Dafür können wir auch das Gleiche gut beim Espresso-Potenzial bestätigen oder würdest du sogar auf sehr gut gehen? Ich glaube, ich würde noch bei gut bleiben, weil die Varianz, also gut wegen Möglichkeiten, Updates zu machen, die kosten aber. Darum nur gut, wenn jetzt hier noch eine RPM-Möglichkeit drin wäre, hätte ich noch ein größeres Potenzial offen. Ich finde aber, es ist das, ich sage jetzt mal so, oder nochmal anders formuliert, das, was die Maschine standardmäßig abliefert, das ist sehr gut. Mit Ausnahme des temporären Totraums. Ja, absolut. Aber ich hätte eigentlich theoretisch noch etwas mehr Möglichkeiten, wenn jetzt hier noch ein Rädchen dran wäre und ich könnte zwischen 600 und 1400 RPM noch tauschen. Dann wäre es für mich rundum sehr gut. Wenn dann noch ein Totraum temporär von 0,2 da ist, dann wird es langsam schwierig für den Markt. Ich muss dir was sagen. Vielleicht müssen wir eine neue Kategorie einführen. Ich hätte nämlich jetzt hier gesagt, beim Espresso Potenzial sehr gut. Beim Filterkaffee-Potenzial hätte ich dann gesagt nur gut oder mittel, weil ich da dann vielleicht mit der Drehzahl spielen will. Aber eigentlich, wenn ich Espresso mache, dann bleibe ich meistens beim Stand. Ja, ich könnte noch mal spielen, das stimmt. Aber der Espresso war jetzt einfach sehr gut. Ja, stimmt. Ich bin zu Hause auch sehr konstant eigentlich bei 1000 Umdrehungen, außer ich mache Filter. Also Dann, deswegen mit Blick auf die Mahlscheiben, mit Blick auf den Espresso ist das ein super Ergebnis. das stimmt. Was so das Potenzial dann nochmal angeht für andere Bereiche, für andere Kaffees, vielleicht Filterkaffee und so weiter und so fort, gebe ich dir recht, wäre vielleicht eine Drehzahleinstellung noch schön, aber absolut nicht notwendig. Die Möglichkeiten mit den anderen Mahlscheiben öffnet nochmal ein neues Feld. Eines, was wir untersuchen werden, richtig ausführlich in einem eigenen Video, denn das lohnt sich ohnehin einmal nochmal ein bisschen mehr auf diese Mühlen oder auf diese Mahlscheibengeometrie zu schauen, aber auch dann mit Konsequenz für andere
Mühlenmodelle, die dann eben auch da kompatibel sind. Das soll es hier und heute gewesen sein. Ja. Von der Single Dose Pro. Miche, ich finde zum Schluss nochmal ein wichtiger Punkt, weswegen ich mich über die Mühle auch freue, über diese Entwicklung. Es ist eine europäische Mühle und sie gibt es in einem europäischen Servicenetz. Das stimmt. Du hast viele Fachpartner. Ja. Wenn dir was kaputt geht an dieser Mühle, dann hast du einen Ansprechpartner. Ja. Du zahlst vielleicht auch ein bisschen mehr als jetzt andere Mühlen, die dann aber viele aus Mittelostasien kommen und die dann eben nicht mal eben schnell repariert werden. Ne? Und ich finde, das ist schon eine Stärke von dieser kleinen Mühle und das gehört sicherlich auch noch dazu. Und wir haben übrigens gute Partner unten verlinkt, die wir euch empfehlen, bei denen wir sagen können, die machen echt eine gute Arbeit, die machen auch eine gute Reparatur und die gucken im Zweifelsfall auch, ob die Mühle aligned ist und so weiter. Sie ist grün. Die bleibt hier. Also die bleibt in unserem Filmstudio, weil das ist schön. Die macht leckeren Espresso. Und wenn wir Maschinentests machen, können wir das mit der machen. Solange wir 0,7 Gramm temporären Totraum draußen haben, gibt es einfach geile Espresso. Das werde ich jedes Mal kontrollieren. Selbstverständlich. Ihr Lieben, passt auf euch auf, trinkt guten Kaffee. Tschüss und bis bald. Schleimer. Hier kann man es auch nicht recht machen. Ne? Einerseits möchte sie gebauchpinselt werden und dann pinsel ich wie ein Blöder und dann... Ja, hallo? Ich war so lange weg und dann komme ich zurück und dann sind wir 2 Wochen zusammen und dann bist du eine Woche weg. Das muss ich erstmal verarbeiten. Deswegen bist du so zickig. Scheiße, das kommt alles in den Abspann, ne? Macht Larissa das Video? Ja. Dann kommt es in den Abspann.